Da stand ich also, noch immer leicht geblendet von den vielen Scheinwerfern um und vor mir. Die Jungs waren auch da und performten, so wie sie es immer taten. Die Menschenmassen jubelten und ich fühlte mich kurzzeitig überfordert. Doch dann schoss es mir wieder wie ein Blitz in den Kopf, in dem die Musik dröhnte. Mir blitzte es buchstäblich vor meinem inneren Auge auf, weswegen ich jetzt hier stand, zusammen mit Lukas und den Jungs auf der Bühne. Ich dachte kurz nach und konnte mein Glück einfach kaum fassen. Doch es war wahr. Es war verdammt nochmal wahr. Ich glaube, ich war das glücklichste Mädchen der Welt. Und schon war ich an der Reihe. Lukas kam auf mich zu und wir sangen zusammen. Die Masse tobte. Nur ein Fangirl? Kapitel 1. Nichts Erwähnenswertes. Doch zunächst mal alles auf Anfang. Hi, ich bin Lou, eigentlich Louise, nur ohne das E gesprochen. Und eigentlich mich ein stinknormales 19-jähriges Mädchen mit braunen langen Haaren und grün-blauen Augen. Was? Stellt man sich heutzutage nicht mehr so vor? Ja, ich weiß, es kommt mir auch etwas komisch vor, da es in dieser Geschichte eigentlich nicht um mich geht. Na gut, es geht um mich, aber ich bin meiner Meinung nach nicht die wichtigste Person in dieser Story. Diese Rolle hat nämlich jemand anderes ergattert. Ein jemand, der mich schon seit vielen Jahren durch meinen Alltag begleitet, mir Ratschläge gibt, mich aufmuntert und mich jedes Mal zum Nachdenken anregt. Ein gut aussehender Mann. Ja, da gibt's viele, ich weiß, aber dieser Mann ist anders. Er hat etwas an sich, was mich immer wieder fasziniert, beeindruckt, belustigt und auch meine Denkweise gegenüber der Menschheit verändert hat. Ein Mann, der so talentiert ist, so ruhig. Seine Stimme verpasst mir jedes Mal eine Gänsehaut. Und doch so fremd. Fremd? Ja, fremd. Denn das Problem an der Sache ist, er weiß noch nicht einmal, dass ich existiere. Diese Erkenntnis überkam mich wieder mal, als mich das Klingeln meines Handyweckers aus meinen ach so geliebten Träumen riss. Ich denke mal, ihr wisst ja, wie das ist. Man träumt, alles ist perfekt, man sprudelt vor Glück und schwebt wie auf Wolken und dann, bam, Realität und alles ist scheiße. Nun ja, jedenfalls war es bei mir so. Warum? Naja, meine Eltern hatten sich getrennt. Ich lebte bei meinem Vater, da sich meine Mutter einen Dreck um mich kümmerte. Aber schon länger, mit 12 fing das an. Und mein Vater? Tja, der war meistens arbeiten und ihm war eigentlich egal, was ich tat, solange ich ihn nicht bei irgendwas Wichtigem störte. Aber wie gesagt, hauptsächlich war er arbeiten und so musste ich mir mit meiner netten, hilfsbereiten und zuvorkommender Stiefmutter den Tag vertreiben. Hashtag Ironie off. Ja, ich konnte sie nicht leiden. Sie konnte mich nicht leiden und warum weiß ich auch nicht. Hat sie mir nie gesagt und ich habe ihr auch nie etwas getan. Es war einfach so. Doch obwohl ich versuchte, ihr so gut wie es nur ging, aus dem Weg zu gehen, schaffte sie es immer wieder, mich zur Weißglut zu bringen. Ich will darüber auch gar nicht mehr reden. Ist sowieso keine erwähnenswerte Person. Aber ich dachte, ein bisschen Stress in meinem Leben kann nicht schaden. Andernfalls würde ich nur vor Langeweile in meinem Zimmer einsam sterben. Ja gut, das vielleicht nicht. Aber es wäre doch schon ziemlich einsam, denn Freunde hatte ich keine. Naja, jedenfalls keine richtigen. Sie fanden mich komisch, schräg oder naja, keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich öfters mal mit mir selber redete. Nicht, weil ich irgendwie krank im Kopf war. Nein, weil ich einfach jemanden zum Reden brauchte. Klingt komisch, war auch komisch. Jedenfalls hatte ich nie diese Freunde, die für einen alles stehen und liegen lassen würden, nur weil ich sie brauche. Eine Freundin, meine beste Freundin, wenn ich sie so bezeichnen kann, ja, eigentlich schon, kannte ich schon seit dem Kindergarten, aber sie war die Freundin, mit der man sich nett unterhalten konnte. Jedenfalls über normale Dinge. Hätte ich angefangen, über Trailerpark und Alligator zu reden, dann hätte sie wahrscheinlich nur leicht gelächelt und sich dann irgendeine Ausrede einfallen lassen, um nicht länger bei mir zu sein. Sie war kirchlich, nicht christlich, aber was anderes, und sie wusste, was das für Musik war, denn ich hatte es ihr gezeigt. Wahrscheinlich wollte sie nichts damit zu tun haben, also weil sie kirchlich ist. Naja, ich meine, klar, Sarkasmus und Ironie versteht nicht jeder. Jedenfalls nichts Erwähnenswertes, mit dem ich noch weiter ausholen könnte. Ach so, eines habe ich noch vergessen. Ich singe manchmal einfach so vor mich hin, egal wo. Meistens, wenn ich alleine bin, aber auch mal an öffentlichen Orten. Die Leute gucken dann immer so komisch. Naja, entweder singe ich grottig oder die Leute haben noch nie einen Menschen singen hören. Aber ich tendiere zum Ersten. Manchmal denke ich, dass es an meiner Heimat liegt. Kennt ihr Sachsen? Bestimmt. Und naja, Sachsen hat an seinem östlichen Teil so einen kleinen Zipfel.
Genau da, am Arsch der Welt, der Zipfel, der beim Zeichnen von Deutschland immer vergessen wird, der aber doch ausschlaggebend für die Form ist, da komme ich her. Und vielleicht lag es ja auch an meinem Zuhause, dass hier nie etwas Bedeutendes passierte, dass sich niemals jemand, der auch nur ansatzweise berühmt war, hierhin verirrte. So saß ich in meinem Zimmer, mein Handy klingelte nur, wenn ich eine Spam-E-Mail bekam. Es war Ende März und noch zu kalt draußen, um das Fenster durchgängig offen zu haben. Ich wusste nichts, absolut nichts mit mir anzufangen und begann wieder mit mir zu reden. Über was? Über Gott und die Welt natürlich. Spaß. Eigentlich redete ich nicht. Ich sang Texte von ihm, von Lukas, von Alligator. Ich fühlte mich mit ihm verstanden, so wie es sonst keiner tat. Ich begann durch mein Facebook zu scrollen und war auch schon wieder dabei, mich auszuloggen, als mir ein neu geladenes Bild in die Augen sprang. Alligator, Himmelfahrtskommando Tour 2016. Ich saß wie versteinert da und mein Leben hatte wieder einen Sinn.